Hallo Leute, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von Like Germans. Im heutigen Video geht es um Onkel Harry, der ein Geheimnis vor seiner Familie hat. Schaut euch das Video bis zum Schluss an, es gibt wie immer eine Quizfrage, die ihr in den Kommentaren beantworten könnt. Und nicht vergessen, wir haben ein Buch geschrieben, German Easy Reader for Beginners, was ihr auf Amazon bestellen könnt. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Hallo, Tante Emma. Was gibt es? Warum rufst du mich an? Hallo, Tante Emma. Was gibt es? Warum rufst du mich an? Dennis, ich brauche deine Hilfe. Mit deinem Onkel Thorsten stimmt etwas nicht. Ich glaube, er hat ein Geheimnis vor mir. Dennis, ich brauche deine Hilfe. Mit deinem Onkel Thorsten stimmt etwas nicht. Ich glaube, er hat ein Geheimnis vor mir. Das klingt eigenartig. Ich komme zu dir, Emma. Ich bin gleich da. Das klingt eigenartig. Ich komme zu dir, Emma. Ich bin gleich da. Ich muss sofort los. Ich muss sofort los. Ich frage mich, was mit meinem Onkel wohl los ist. Normalerweise ist er sehr ehrlich und hat keine Geheimnisse vor der Familie. Ich frage mich, was mit meinem Onkel wohl los ist. Normalerweise ist er sehr ehrlich und hat keine Geheimnisse vor der Familie. Hier ist das Haus meiner Familie. Hier ist das Haus meiner Familie. Hallo Dennis, danke, dass du so schnell gekommen bist. Hallo Dennis, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Emma, was ist denn genau passiert? Natürlich, Emma, was ist denn genau passiert? Dein Onkel verhält sich in letzter Zeit sehr komisch. Dein Onkel verhält sich in letzter Zeit sehr komisch. Er ist abends immer weg und sagt, er trifft sich mit Freunden, aber ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann. Er ist abends immer weg und sagt, er trifft sich mit Freunden, aber ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann. Ich werde mit ihm reden. Alles wird wieder gut. Mach dir keine Sorgen, Emma. Ich werde mit ihm reden. Alles wird wieder gut. Mach dir keine Sorgen, Emma. Hallo, Onkel Thorsten. Emma macht sich Sorgen, weil du dich in letzter Zeit komisch verhältst. Hallo, Onkel Thorsten. Emma macht sich Sorgen, weil du dich in letzter Zeit komisch verhältst. Was? Das hat sie gesagt? Das verstehe ich nicht. Ich verhalte mich doch so wie immer. Was? Das hat sie gesagt? Das verstehe ich nicht. Ich verhalte mich doch so wie immer. Was machst du zurzeit abends? Emma sagt, dass du dich mit Freunden triffst. Was machst du zurzeit abends? Emma sagt, dass du dich mit Freunden triffst. Was meinst du mit dieser Frage? Ich mache genau das, was ich sage. Ich treffe mich mit Freunden. Was meinst du mit dieser Frage? Ich mache genau das, was ich sage. Ich treffe mich mit Freunden. Also gibt es nichts, um das wir uns Sorgen machen müssen? Also gibt es nichts, um das wir uns Sorgen machen müssen? Nein, da gibt es nichts. Ich bin immer ehrlich zu euch. Ihr seid schließlich meine Familie. Nein, da gibt es nichts. Ich bin immer ehrlich zu euch. Ihr seid schließlich meine Familie. Okay, ich vertraue dir. Okay,
Ich vertraue dir. Also Thorsten sagt, dass alles normal ist. Vielleicht liegst du falsch, Emma. Also Thorsten sagt, dass alles normal ist. Vielleicht liegst du falsch, Emma. Ich kenne deinen Onkel schon sehr lange, Dennis. Ich bin mir sicher, dass etwas nicht stimmt. Ich kenne deinen Onkel schon sehr lange, Dennis. Ich bin mir sicher, dass etwas nicht stimmt. Lass uns noch etwas abwarten. Vielleicht redet er dann von alleine mit uns. Ansonsten werde ich ihn noch einmal ansprechen. Lass uns noch etwas abwarten. Vielleicht redet er dann von alleine mit uns. Ansonsten werde ich ihn noch einmal ansprechen. 2 Tage später. 2 Tage später. Hallo Emma, du rufst mich in letzter Zeit aber wirklich oft an. Hallo Emma, du rufst mich in letzter Zeit aber wirklich oft an. Dennis, ich habe es dir doch gesagt, dein Onkel hat ein Geheimnis vor uns. Ich wusste es. Dennis, ich habe es dir doch gesagt, dein Onkel hat ein Geheimnis vor uns. Ich wusste es. Er kam heute zu mir und hat mir gesagt, dass er mit Rudi Fußball spielen geht. Ich habe Rudi angerufen und er weiß davon nichts. Er kam heute zu mir und hat mir gesagt, dass er mit Rudi Fußball spielen geht. Ich habe Rudi angerufen und er weiß davon nichts. Okay, das ist eigenartig. Ich werde schauen, wo er ist. Okay, das ist eigenartig. Ich werde schauen, wo er ist. Mein Onkel ist in einer Bar ganz in der Nähe. Was macht er dort? Mein Onkel ist in einer Bar ganz in der Nähe. Was macht er dort? Ich werde hingehen und mit ihm Klartext reden. Ich werde hingehen und mit ihm Klartext reden. Was macht er da mit einer anderen Frau? Was macht er da mit einer anderen Frau? Thorsten, was machst du hier? Thorsten, was machst du hier? Dennis, ich kann das erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht. Dennis, ich kann das erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich werde Emma davon erzählen. Ich werde Emma davon erzählen. Nein, bitte, ich kann es dir erklären. Bitte gib mir noch eine Chance. Nein, bitte, ich kann es dir erklären. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich gebe dir 1 Minute. Ich gebe dir 1 Minute. Das ist Sandra. Sie ist mein Patenkind. Ich kenne sie schon seit vielen Jahren und habe sie lange nicht gesehen. Das ist Sandra. Sie ist mein Patenkind. Ich kenne sie schon seit vielen Jahren und habe sie lange nicht gesehen. Du hast ein Patenkind? Du hast ein Patenkind? Ja, sie ist die Tochter von meinem besten Freund Klaus. Er ist jung gestorben und ich habe mich dann lange Zeit um Sandra gekümmert. Ja, sie ist die Tochter von meinem besten Freund Klaus. Er ist jung gestorben und ich habe mich dann lange Zeit um Sandra gekümmert. Kein Problem, Thorsten, aber lass uns doch zusammen zu Emma gehen und ihr die Wahrheit sagen. Sie macht sich große Sorgen. Kein Problem, Thorsten, aber lass uns doch zusammen zu Emma gehen und ihr die Wahrheit sagen. Sie macht sich große Sorgen. Sehr gerne, sehr gerne. Frage für euch. Welche Ausrede benutzt Onkel Thorsten? A. Ins Kino gehen.
B. Fußball spielen oder C. In eine Bar gehen? Schreib einen Kommentar.